Die Erde hat Homo sapiens. Das sind wir, mit fast 8 Milliarden Menschen. Manche von uns übertreiben es mit dem Ressourcenverbrauch. Denn von der Avocado bis zur Zahnbürste, vom Fahren bis zum Fliegen, fast alles, was wir konsumieren, ist in irgendeiner Art und Weise mit CO2-Emissionen aus Kohle, Öl und Gas verbunden. Wie wir alle wissen, das schadet dem Klima und trägt entscheidend zur Erderwärmung bei. Was passiert dann? Erderwärmung kann katastrophale Stürme, das Abschmelzen der Polkappen und Überschwemmung ganzer Küstenregionen verursachen. Deswegen müssen wir jetzt und effektiv Klimaschutz zur Priorität machen. Okay. Was macht die Politik? Die ist zaghaft und denkt kurzfristig. Die Regierungen dieser Welt ignorieren die Dringlichkeit. Sie setzen mehr auf Ökonomie statt auf Ökologie. Was machen wir? Viele machen vieles, aber freiwilliger Individualverzicht hat nicht die nötige Veränderungspower. Und die Industrie? Sie will Wachstum und Profit. Sie produziert für unser aller Konsum auf Kosten der Umwelt, obwohl es anders geht. Deswegen brauchen wir bessere Gesetze zum Schutz der Erde. Aber es gibt doch eine CO2-Steuer. Steuern erhöhen lediglich die Preise. Sie garantieren nicht, dass das klimaschädliche Gas reduziert wird. Was ist die Lösung? Schön, dass du fragst. Stell dir vor, dass jeder Weltbürger ein gleiches Pensum an umweltverträglichen Treibhausgasen hat. Wie viel das ist, wird von einem internationalen wissenschaftlichen Komitee ermittelt. Spannend. Wie geht's weiter? Jeder hat nun die gleiche Menge CO2 zur Verfügung. Würdest du nicht sparsam und klug damit umgehen wollen? Ja klar, aber wie? Mit einer Ressourcenwährung, die den ökologischen Fußabdruck abbildet. Wir nennen sie Eco. Der Eco berechnet die tatsächliche Menge an fossilen Energieträgern, Kohle, Öl und Gas, die ein Produkt oder eine Dienstleistung benötigt. Er schließt alle Schritte ein, von der Rohstoffgewinnung und Herstellung über Transport und Vermarktung bis zu dir als Verbraucher. Wie funktioniert das praktisch? Den Eco bekommst du monatlich von der Klimabank auf dein Klimakonto überwiesen. Es ist dein ökologisches Grundeinkommen. Was immer du kaufst, hat einen Preis in deiner Landeswährung und den Eco-Preis, der dir zeigt, wie viel CO2 das Produkt kostet. Bedenke, du hast nur eine bestimmte Menge an Eco im Monat zur Verfügung. Ungenutzte Eco verbleiben auf deinem Konto, sie gehen nicht verloren. Du kannst sie zum Beispiel für eine Reise ansparen. Oder deinen Überschuss an Eco an der Klimabörse gegen Geld verkaufen. Dort hast du auch die Möglichkeit, zusätzliche Eco zu erwerben. Aber dann kann ja der Wohlhabende weiterhin übermäßig CO2 konsumieren. Nur wenn er Verkäufer findet. Und auch dann ist irgendwann der Topf leer, denn die Menge an umweltverträglichem CO2 ist strikt begrenzt. Menschen, die ihren Überschuss verkaufen, werden eine neue, zusätzliche Einnahmequelle haben. Dadurch erzeugt der Eco einen finanziellen Ausgleich. Das ist fair. Ja, denn niemand kann mehr Emissionen erwerben, als die Erde verträgt. Diese Menge bestimmt das wissenschaftliche Komitee. Die Klimabank zahlt es an die Menschen aus. Ich gebe meinen Eco beim Einkauf aus. Dadurch wandert er durch jedes Glied der Wertschöpfungskette bis hin zum Förderer der fossilen Energie, der wiederum an die Klimabank zahlt. Wie du siehst, der Eco bewegt sich in einem geschlossenen Kreislaufsystem. Sag mal, Kohle, Öl und Gas sind doch nicht gleich klimaschädlich. Richtig, ihre unterschiedlichen Anteile an CO2 sind daher gesondert bewertet und zertifiziert. Dadurch entstehen unterschiedliche Eco-Kosten. Jedes Produkt und jede Dienstleistung hat neben dem normalen Preis auch einen Eco-Preis. Muss es dafür unbedingt eine zweite Währung geben? Sicher, denn jede Sache hat zwei Preise, wirtschaftliche Kosten und Umweltkosten. Man kann etwas sehr günstig herstellen, doch dies wird von unserer Natur oft teuer bezahlt. Der Eco erzeugt eine gesunde Transparenz. Du als Verbraucher siehst auf Anhieb, wie viel dein persönlicher Konsum die Umwelt kostet. Bin dabei. Doch wie wird die Industrie auf den Eco reagieren? Sie wird ihre Prozesse auf klimafreundlich umstellen müssen. Denn wir Endverbraucher werden es uns überhaupt nicht mehr leisten wollen, klimaschädliche Produkte und Dienstleistungen mit unserem Eco teuer zu bezahlen. Durch unsere geänderte Nachfrage wird allmählich immer weniger Kohle, Öl und Gas verbraucht. Das fördert den Einsatz regenerativer Energie. Warum ist das alternative Klimakonzept besser als das Klimapaket der Politik? Es ist gerecht. Jeder auf der Welt kann gleich viel CO2 verbrauchen. Es ist holistisch.
Es bezieht beides, Verursacherprinzip und gesamtgesellschaftliches System mit ein. Weiterhin ist es tolerant. Du entscheidest, was du kaufst, innerhalb ganz klar gesteckter CO2-Grenzen. Es ist schnell. Die Industrie reagiert sofort auf die geänderte Nachfrage. Es ist auch allumfassend. Jeder Schritt in der Wertschöpfungskette ist einbezogen. Und transparent. Alle Kosten deines ökologischen Fußabdruckes sind sichtbar. Es ist schlank, dafür den Staat unbürokratisch. Und letztlich ist es unkompliziert, da leicht in bestehende marktwirtschaftliche Prozesse zu integrieren. Super, wann geht's los? Am besten gestern. Wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen, für uns, unsere Kinder und die kommenden Generationen. Hilf uns, den klimaverträglichen CO2-Verbrauch gerecht aufzuteilen. Unterstütze jetzt unseren Appell an die EU, den Eco einzuführen.